In diesem Video demonstrieren wir Ihnen, wie Sie mit dem Annotationswerkzeug Notizen zu einer konkreten Textstelle in einem Dokument hinzufügen können. Eine Notiz ist eine individuelle Anmerkung zu einer Textstelle, vergleichbar mit einer Fußnote. Für das Anlegen einer Notiz muss zunächst die betreffende Textstelle im Textfenster der Quellenanalyse markiert werden. Durch rechten Mausklick öffnet sich das Pop-up-Menü, in dem Sie die Funktion Notiz anlegen auswählen. Nun öffnet sich die Eingabemaske Notiz anlegen. Das Eingabefeld Kategorie ist eine Auswahlbox, in der die Notiz einer vorgegebenen Kategorie zugeordnet werden muss. Hier sollen Sie auswählen, ob es sich bei der Notiz zum Beispiel um einen Sachkommentar oder einen Textkommentar handelt. Die Kategorien werden projektspezifisch im System konfiguriert. Sie können, müssen aber nicht der Notiz einen Titel hinzufügen. Wird in diesem Feld kein Titel vorgenommen, so wird in der Übersicht der Anfang des Notiztextes angezeigt. Im Textfenster darunter können Sie Ihre Notiz ausführlich formulieren. Nachdem die Felder ausgefüllt sind, bestätigen Sie Ihre Angaben mit Übernehmen. Die Notiz ist nun gespeichert. Die Textstelle mit der angelegten Notiz ist im Textfenster standardmäßig hellgelb markiert. Projektspezifisch kann jede Notizkategorie auch in einer anderen Farbe dargestellt werden. Dies wird bei der Konfiguration der FUD-Instanz festgelegt und kann nur durch die FUD-Administratorinnen verändert werden. Wenn Sie die Maus über den markierten Bereich bewegen, wird die Notizkategorie und ihr Titel angezeigt. Um Notizen zu einem Dokument ansehen und bearbeiten zu können, steht die Funktion Notizen zum Dokument anzeigen im Pop-up-Menü des Textfensters zur Verfügung. Nach dem Anwählen der Funktion öffnet sich ein Fenster auf der linken Seite der Benutzeroberfläche. In diesem Fenster werden die Notizen nach Kategorien geordnet aufgelistet. Diejenigen Kategorien, die eine oder mehrere Notizen enthalten, sind mit einem Plus-Symbol gekennzeichnet. Um die Kategorien einzusehen, klicken Sie auf das Pluszeichen und die Notizen in dieser Kategorie werden angezeigt. Die Notizen sind innerhalb der Kategorie in der Reihenfolge gelistet, in der sie im Text vorkommen. Die Nummer vor den Notizen stellt die eindeutige Notizen-ID dar, unter der die Notiz zum Beispiel in der Notizenübersicht leicht aufzufinden ist. Klicken Sie eine Notiz an, so wird sie grau hinterlegt mit hellgelber Schrift im rechten Textfenster angezeigt. Durch Anwählen der Option Aktuelles Dokument oder Alle Dokumente können Sie auswählen, ob die Notizen des aktuell offenen Dokuments oder aller Dokumente, die Sie besitzen oder Ihnen freigegeben sind, angezeigt werden. Um eine Notiz vollständig anzusehen bzw. sie zu bearbeiten, steht das Pop-up-Menü im Notizenfenster zur Verfügung. Durch Rechtsklick auf eine Notiz öffnet sich ein Menü, in dem Sie die Funktion Anzeigen ändern anwählen. Es öffnet sich die Eingabemaske Notizzettel bearbeiten, in der die Kategorie, der Titel sowie die Notiz selbst bearbeitet werden können. Notizen können aber auch über das Pop-up-Menü der Notiz im Textfenster angesehen und bearbeitet werden. Hierzu öffnen Sie mit Rechtsklick über der Notiz im Textfenster das Pop-up-Menü, wählen dort den Menüpunkt Notiz und anschließend die gewünschte Notiz an. Nun erscheint ein weiteres Menü, welche Ihnen die Möglichkeit zur Anzeige, zur Bearbeitung oder zum Löschen der Notiz gibt. Der markierte Textstellenbereich, dem die Notiz zugeordnet ist, kann verändert werden, wenn Sie die betreffende Notiz zum Bearbeiten geöffnet haben. Im Textfenster kann der neue Textabschnitt markiert und anschließend im Notizbearbeitungsfenster angewählt werden. Der markierte Textstellenbereich, dem die Notiz zugeordnet ist, kann verändert werden, wenn Sie die betreffende Notiz zum Bearbeiten geöffnet haben, im Textfenster den neuen Textabschnitt markieren und anschließend im Notizbearbeitungsfenster den Button Bereich ändern anwählen. Das System informiert über die Speicherung der Textstellenveränderung und im Bearbeitungsfenster wird die neue Textstelle angezeigt. Durch Betätigung des Übernehmen-Buttons werden die geänderten Informationen gespeichert. Sie haben die Möglichkeit, den Notizentext ebenfalls mit Indexeinträgen zu annotieren oder mit weiteren Notizen zu versehen. Um den Notiztext in die Analyseumgebung zu laden, wählen Sie im geöffneten Bearbeitungsfenster der betreffenden Notiz den Menüpunkt Analysieren im Pop-up-Menü an. Die Notiz öffnet sich nun im rechten Textfenster der Analyseumgebung.
Um mit den Indizes arbeiten zu können, müssen Sie zunächst das Notizenübersichtsfenster schließen. Hier können Sie nun mit der Notiz wie mit einem Dokumenttext verfahren. Das heißt, Sie können Textstellen Indexeinträgen zuordnen, was wir bereits in einem anderen Video erklärt haben, oder auch Notizen zu einer Textstelle der Notiz hinzufügen, wie vorhin beschrieben. Wenn Sie eine Notiz zu einer Notiz hinzugefügt haben, wird im Notizenanzeigefenster die Notiz, die in einer anderen Notiz enthalten ist, in der Farbe der Notizenkategorie unterlegt dargestellt. Die gewünschte Notiz wird gelöscht, indem Sie rechts auf die Notiz in der Anzeige Notizen klicken und die Funktion Löschen anwählen. Es öffnet sich das Fenster Notiz löschen. Darin werden noch einmal zur Überprüfung sämtliche Informationen zur Notiz angezeigt. Nach der Anwahl des Buttons Löschen werden Sie erneut gefragt, ob diese Notiz wirklich gelöscht werden soll. Bestätigen Sie diese Frage mit Ja, so erscheint kurz darauf die Information, dass die Notiz gelöscht wurde. Eine Notiz kann ebenfalls über das Pop-up-Menü im Textfeld gelöscht werden, wie vorhin gezeigt beim Öffnen zur Bearbeiten einer Notiz. Im Notizenfenster können Sie auch den Button Übersicht verwenden, um sich eine tabellarische Notizenübersicht generieren zu lassen. Hier können Sie über die Spaltenüberschriften nach dieser Spalte die Notizen sortieren lassen, beispielsweise nach Kategorie. In diesem Video haben wir Ihnen gezeigt, welche Möglichkeiten Sie mit dem Annotationswerkzeug Notizen haben. Weitere Funktionen wie beispielsweise eine Notiz drucken, können Sie in unserem Handbuch nachlesen.